Du lebst als Freiberufler in Dubai oder bist digitaler Nomade, kein Wohnsitz in Deutschland, keine 183 Tage in Deutschland. Und trotzdem kann das deutsche Finanzamt sagen, du bist weiterhin hier einkommensteuerpflichtig. Ein einziges Wort entscheidet, es geht um die beschränkte Steuerpflicht. Und wenn du als Freiberufler für deutsche Kunden arbeitest, dann könnte genau das dein Problem werden. Weitere Hintergründe dazu und wie du dich schützen kannst, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dir überlegst, nach Dubai auszuwandern oder Dubai für deinen Plan B nutzen möchtest, aber dich mit allen möglichen steuerlichen Fallstricken konfrontiert siehst, zum Beispiel Verwertung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, Kryptobesteuerung, Versteuerung als Influencer und so weiter und so fort. Wenn du dich genau mit solchen Fragen beschäftigst und da ziemlich verwirrt bist und Klarheit brauchst, dann lade ich dich zu unserem Event Dubai Refugium ein, das wir regelmäßig in Dubai veranstalten. 2 intensive Seminartage, wo es genau um solche Themen geht. Auswandern nach Dubai oder eben auch Dubai als Basis für einen Plan B zu nutzen, also als ein Refugium, als zweiten Wohnsitz, auch wenn man noch nicht auswandern will. Wenn dich das interessiert, würde ich mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja schon viele Videos auf diesem Kanal veröffentlicht, wo es um den Themenkomplex geht, dass das deutsche Finanzamt dich nicht gerne ziehen lässt. In der Tat fühlt man sich hier schon in DDR-Zeiten zurückversetzt. Man kann zwar nun mittlerweile das Land verlassen, eine Mauer gibt es vielleicht nicht mehr, aber dennoch hat leider das deutsche Finanzamt alle möglichen Rechte, auch noch weiterhin dich steuerlich abzuschröpfen. Zumindest dann, wenn du dich nicht im Vorfeld mit solchen Herausforderungen auseinandersetzt und dann entsprechend bei deiner Auswanderung planst. Es ist leider eben absolut nicht so, dass du einfach aus Deutschland weg kannst und dann nach mir die Sintflut und du bist komplett vom Radar des deutschen Finanzamtes verschwunden. Und wir reden jetzt gar nicht von dem Thema, dass du möglicherweise noch deutsche Einkünfte hast, wie zum Beispiel deutsche Mieteinnahmen oder sowas oder eine deutsche Rente, sondern wir reden jetzt in diesem Fall zum Beispiel von Honoraren, die du als Freiberufler bekommst, als jemand, der in einem Staat wie die Vereinigten Arabischen Emirate lebt oder eben als digitaler Nomade unterwegs ist. Wir hatten ja schon andere Videos gemacht, da geht es um die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Davon sind ja Freiberufler auch ohne Betriebsstätte definitiv nicht betroffen. Bei diesen sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften oder Floating Income, wie es auch heißt, geht es ja nur um gewerbliche Einkünfte, die ohne eine Betriebsstätte erwirtschaftet werden oder nur mit einer Leitungsbetriebsstätte erwirtschaftet werden. Also wenn man da irgendwie nur einen Treuhandgeschäftsführer, einen Handlanger, einen Erfüllungsgehilfen sitzen hat oder eben komplett mit einer Briefkastengesellschaft wie einer amerikanischen LLC arbeitet. Aber heute soll es eben um die Freiberufler gehen. Also nicht um die erweitert beschränkte Steuerpflicht, sondern um die beschränkte Steuerpflicht. Und in gewisser Weise ist die beschränkte Steuerpflicht zum Teil ja noch gravierender als die erweitert beschränkte Steuerpflicht, denn zum einen ist sie nicht zeitlich beschränkt. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist ja auf 10 Jahre beschränkt. Und sie betrifft eben nicht nur deutsche Staatsbürger wie die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, sondern sie betrifft im Grunde potenziell jeden, der aus dem Ausland für deutsche Kunden als Freiberufler tätig ist. Schauen wir uns doch zunächst mal die rechtliche Grundlage dafür an und dafür wechseln wir jetzt zum Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes. Dort geht es um die sogenannte beschränkte Steuerpflicht. Also von dem Prinzip hast du ja wahrscheinlich schon gehört, wenn du Deutschland verlassen hast, wenn du in Deutschland keinen Wohnsitz mehr hast und Deutschland auch nicht Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, dann fällst du nicht mehr unter die unbeschränkte Steuerpflicht, sondern nur noch unter die beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, deutsche Einkünfte sind dann weiterhin in Deutschland zu versteuern. Was sind deutsche Einkünfte? Zum Beispiel deutsche Mieteinnahmen, deutsche Renten. Aber dann gibt es eben einen ganzen Katalog in diesem Paragraphen 49. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Da gibt es vielleicht auch einige Dinge, von denen du noch nie gehört hast. Unter anderem eben auch der Teil, der sich auf Freiberufler bezieht. So, also hier fängt es schon mal an. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, das sind eben Einkünfte, die auch weiter in Deutschland steuerpflichtig sind. Also wenn du zum Beispiel an einer GbR beteiligt bist, dann sind natürlich diese Gewinne weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Aber schon beim Absatz 3 geht es eben um die Freiberufler. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Paragraph 18, die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist oder für die im Inland eine feste Einrichtung oder eine Betriebsstätte unterhalten wird.
Jetzt ganz wichtig zunächst mal, von was wird hier gesprochen? Der Begriff selbstständig wird ja in Deutschland vielfach für alles Mögliche verwendet. Also auch der Unternehmer wird in Deutschland als Selbstständiger bezeichnet. Hier geht es aber um den Begriff der Selbstständigkeit im Sinne des Steuergesetzes. Da geht es nämlich um die sogenannten akademischen Berufe, um die Freiberufler, um die echten Freiberufler. Das ist in Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes definiert. Schauen wir uns das eben auch nochmal an. Also, was sind selbstständige Einkünfte? Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnastinnen, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnliche Berufe. Wohlgemerkt, ähnliche Berufe ist eben sehr wichtig. Auch wenn du einen Beruf hast, der nicht unter einer der hier genannten Katalogtätigkeiten fällt, fällst du möglicherweise darunter. Klassisches Beispiel natürlich der Softwareentwickler. Beim Softwareentwickler ist es nun so, dass dieser sowohl unternehmerisch als auch als Freiberufler tätig sein kann in Deutschland. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es geht um die freiberufliche Tätigkeit. So, jetzt wechseln wir nochmal zurück zum Paragraph 49. Also, jetzt haben wir geklärt, was selbstständige Arbeit ist. Das heißt also, nochmal, wenn du als Freiberufler im Ausland tätig bist, das heißt, du rechnest nicht über eine Kapitalgesellschaft ab. Wenn du über eine Kapitalgesellschaft abrechnest, dann hättest du gewerbliche Einkünfte, keine freiberuflichen mehr. Das heißt, wenn du in Dubai zum Beispiel eine Firma gründest und über diese Firma in Dubai abrechnest mit deinem deutschen Kunden, dann betrifft dich das Ganze natürlich nicht, sondern es geht tatsächlich um Personen, die als Freiberufler tätig sind für deutsche Kunden. Und einer der genannten Bedingungen in diesem Absatz trifft auf dich zu. Dann wären die entsprechenden Einkünfte in Deutschland tatsächlich steuerpflichtig. Und wenn es jetzt hier zwei Dinge gibt, die relativ klar sind, das heißt selbstständige Arbeit, die im Inland ausgeübt wird, also das heißt, wenn du jetzt deine Arbeit zum Teil aus Deutschland ausführst, dann kann man sagen, okay, der Teil, den ich in Deutschland arbeite, der muss dort entsprechend versteuert werden, die Einkünfte daraus, okay, das kann man noch irgendwo nachvollziehen. Oder wenn du in Deutschland eine feste Einrichtung oder Betriebsstätte hast, auch dann könnte man nachvollziehen, okay, da werden dann entsprechend Einkünfte aus dieser Betriebsstätte in Deutschland zu versteuern. Aber hier gibt es eben noch diesen kritischen Teil der Verwertung, den sogenannten Verwertungstatbestand. So, und das ist natürlich ein Punkt. Ja, das heißt, die Arbeit kann im Ausland ausgeführt werden, zum Beispiel in Dubai. Wenn sie aber in Deutschland verwertet wird, dann sind die Einkünfte daraus in Deutschland zu versteuern. Und was bedeutet das nun, dass die Arbeit in Deutschland verwertet wird? Das genau wollen wir jetzt eben genau klären. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich hier konkret von Dubai spreche und konkret von digitalen Nomaden spreche. Nun, wenn du in einem Land lebst, das ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland hat, dann ist meistens dieser Absatz des Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes nicht relevant für dich, denn die Doppelsteuerungsabkommen definieren, dass solche Tätigkeiten im Ansässigkeitsstaat zu versteuern sind, außer eben sie wird in Deutschland ausgeübt. Und da internationales Recht Vorrang hat vor nationalem Recht, ist es tatsächlich so, dass dich das Ganze nur betrifft, wenn du in einem Land wie den Vereinigten Arabischen Emiraten lebst, mit denen es kein Doppelsteuerungsabkommen gibt. Oder aber du bist digitaler Nomade, denn wenn du digitaler Nomade bist, dann giltst du ja ebenfalls als in ein Niedrigsteuerland umgezogen, in ein Niedrigsteuerland ohne Doppelsteuerungsabkommen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel nach Frankreich zieht, zum Beispiel jemand, der nach Malta zieht, zum Beispiel jemand, der nach Zypern zieht und dann freiberufliche Tätigkeiten ausübt, der ist meistens außen vor. Wobei, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ja hier schon mal ein YouTube Live mit dem hervorragenden deutschen Steuerberater Michael Wohlfahrt. Er lebt ja selbst in Zypern und er rät zum Beispiel auch Freiberuflern, die in Zypern leben, nicht als Freiberufler von dort aus tätig zu sein. Erstens, weil es aus zypriotischer Sicht steuerlich nicht so attraktiv ist, aber eben auch genau wegen diesem Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes, weil das halt alles ziemlich schwammig ist, wie du schon gesehen hast, und man mehr Rechtssicherheit hat, wenn man zum Beispiel dann in Zypern eine Gesellschaft gründet und somit eben nicht mehr freiberuflich tätig ist, sondern tatsächlich gewerbliche Einkünfte erzielt über diese Kapitalgesellschaft. Das heißt also nochmal, wir sprechen hier von einem sehr begrenzten Umfang. Das muss man ganz klar sagen. Wir sprechen davon, dass du tatsächlich als Freiberufler
ohne Kapitalgesellschaft von einem Land wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder eben als Digitalnomade tätig bist, keine Kapitalgesellschaft hast, freiberufliche Einkünfte erzielst, ob persönlich oder über eine LLC oder eine andere Personengesellschaft, LLP, LP, was auch immer. In den meisten Fällen wird es ja so sein, dass du nicht in Deutschland vor Ort arbeitest und dass du in Deutschland keine Betriebsstätte hast. Das heißt, wir müssen uns vor allen Dingen hier auf den Begriff der Verwertung konzentrieren. So, ich habe das mal Folgendes gemacht. Wir arbeiten ja mit sehr bedeutenden deutschen Steuerberatungskanzleien zusammen. Ich habe dort mal einen der Steuerberater gebeten, der übrigens auch Wirtschaftsprüfer ist, dazu mal eine kleine Zusammenfassung zu schreiben, genau zu diesem Thema. Freiberufliche Einkünfte, wenn man in einem Nicht-Abkommensstaat lebt oder als digitaler Nomade. Und das ist natürlich auch dann gleich der Ansatz, den ich dir empfehlen würde. Ja, das heißt also, wenn du dich in der Situation befindest, meistens gibt es Wege, wie man das legal umgehen kann. Wichtig ist, dass du mit einem Steuerberater sprichst oder Rechtsanwalt, der dich diesbezüglich beraten kann und möglicherweise dann auch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholst, bevor du ins Ausland gehst, bevor du entsprechend tätig wirst. Denn eins ist klar, also jetzt gerade zu diesem Thema Dubai und zu diesem Thema freiberufliche Einkünfte hatten wir jetzt schon mehrere Fälle von Mandanten, wo es dann zu einem Steuerabzug in Deutschland gekommen ist. Denn die Folge dessen, was wir gerade eben dort im Paragraphen 49 gelesen haben, ist ja nicht, dass das Finanzamt dann dich angeht für die Steuer, sondern das Finanzamt geht dann deinen Auftraggeber an. Dein Auftraggeber, dein Kunde, muss also Steuern in Deutschland einbehalten. Dein Kunde wird haftbar. Und wenn der Kunde eben im Rahmen einer Betriebsprüfung zum Beispiel oder auch in Absprache mit seines Steuerberaters realisiert, dass er dort in der Pflicht steht, dann wird der Kunde dir entsprechend Steuern abziehen. Das hatten wir jetzt schon bei mehreren Mandanten so erlebt und entsprechend hat das Finanzamt das auch dann so eingefordert. Das heißt, die wurden verpflichtet vom Finanzamt dann Steuern für die Freiberufler in Deutschland einzubehalten. Das haben wir jetzt gerade im Kontext Dubai schon eben mehrfach erlebt. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, dass das nur in sehr ausgewählten Umständen tatsächlich so zutreffend ist. Übrigens, was für die Freiberufler gilt, gilt auch für die Angestellten. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Dubai aus als Angestellter für eine deutsche Firma arbeitest, dann wird möglicherweise ebenfalls dein Arbeitgeber in Deutschland verpflichtet sein, Steuern für dich einzubehalten in Deutschland. Nun wollen wir uns aber damit beschäftigen, was der deutsche Steuerberater, was der deutsche Wirtschaftsprüfer zu dem Sachverhalt uns sagen kann. Ich habe von ihm per E-Mail eine entsprechende Ausarbeitung bekommen und das möchte ich jetzt mal mit dir durcharbeiten. Sehr geehrter Herr Sauerborn, ohne Wohnsitz in Deutschland greift die beschränkte Steuerpflicht unter anderem für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, die im Inland verwertet wird oder verwertet wurde. Steuerpflicht besteht für den Freiberufler ohne Wohnsitz in Deutschland, wenn er seine Arbeit in Deutschland ausübt oder für die er in Deutschland eine feste Einrichtung oder Betriebsstätte unterhält. Soweit, so gut. Verwertung, wie gesagt, müssen wir uns gleich mal anschauen. Deshalb sollte zunächst untersucht werden, ob der Architekt, Softwareentwickler, freiberufliche CFO, Berater und so weiter in Deutschland eine Arbeit ausübt, eine feste Einrichtung hat, eine Betriebsstätte unterhält. So, jetzt kommt das Thema Ausübung in Deutschland. Das sollte für alle relativ klar sein. Ich werde es trotzdem kurz vorlesen. Es gilt immer noch das Arbeitsortsprinzip. Ausführung ist immer dann gegeben, wenn sich der Selbstständige physisch in Deutschland aufhält und die Arbeitsleistung persönlich erbringt. Gilt auch, wenn sich fachlich gebildete Mitarbeiter im Inland betätigen, ohne dass sich der Selbstständige in Deutschland aufhält. Das gilt also auch, wenn der Selbstständige zum Beispiel in Dubai ist, aber entsprechende Personen hat in Deutschland, die für ihn arbeiten. Die Eigenart der beruflichen Tätigkeit findet Berücksichtigung. Bei rein geistigen Tätigkeiten kommt es nicht auf den Ort der Vorbereitung an, sondern darauf, wo die Tätigkeit vollzogen wird. Ausübung in Deutschland auch dann, wenn sich der Selbstständige nur gelegentlich oder vorübergehend in Deutschland aufhält. Videokonferenzen sind unschädlich. Bei nur teilweise Anwesenheit in Deutschland wird nur der Anteil besteuert, der auf die Tätigkeit in Deutschland entfällt. Also das heißt, nicht dein Gesamthonorar, sondern nur das in Deutschland erwirtschaftete Honorar. Beispiel der Ausübung in Deutschland: Der ausländische Arzt operiert in Deutschland, inländische Vortragstätigkeit einer im Ausland ansässigen Person, Beirat einer KG, der ausländische Rechtsanwalt macht in Deutschland eine Prozessvertretung oder eine Beratung. So, und übrigens, dieser Teil hat jetzt natürlich nichts damit zu tun, ob du in Dubai bist, ob du digital Nomade bist oder ob du in einem Abkommensstaat sitzt. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, das wird natürlich auch in einem Doppelsteuerungsabkommen als Ausnahmefall so definiert. Selbst wenn du in einem Abkommensstaat lebst, aber in Deutschland freiberuflich tätig bist, auch nur für einen Tag, das heißt, wenn du zum Beispiel Arzt bist, dann wirst du in Deutschland dafür Steuern zahlen müssen. Wie gesagt, die einfache Lösung ist, dass man das switcht auf gewerbliche Einkünfte. Also, wir haben zum Beispiel einen Mandanten, der ist Arzt, der lebt auf Malta, der hat dann in Malta eine Firma gegründet und operiert als Angestellter
dieser maltesischen Firma als angestellter Arzt dieser maltesischen Firma in Deutschland, dann sind es ja keine freiberuflichen Einkünfte mehr, dann sind es gewerbliche Einkünfte und da geht natürlich keine deutsche Steuerpflicht aufgrund des Doppelsteuerungsabkommens. Nächster Punkt, Betriebsstätte, feste Einrichtung in Deutschland. Die Begriffe sind nahezu identisch. Die Rechtsprechung zugunsten einer deutschen Betriebsstätte ist ausufernd. Eine gewisse Nutzungsdauer muss vorliegen, regelmäßig 6 Monate. Das heißt, einfach nur ein Büro zu haben, was leer steht, ist keine Betriebsstätte. Dann gibt es verschiedene Urteile, auf die der Wirtschaftsprüfer hinweist, zum Beispiel Werkzeugurteil. Schließfach in einem Raum neben dem Hangar eines englischen Flugzeugingenieurs für seine Werkzeugkiste ist eine deutsche Betriebsstätte, wenn ausschließliche Nutzung und dauerhafte Verfügungsmacht gegeben ist und über einen längeren Zeitraum Wartungsarbeiten gemacht werden. Oder Spindurteil, selbst ein Spind ist eine Betriebsstätte, in dem der ausländische Unternehmer seine bürgerliche Kleidung aufhängt und seine Arbeitskleidung benutzt. Die Nutzung ist individuell zugeordnet und ist eine konkrete räumliche Einrichtung, nicht nur ein Spind, auch ein Raum, Container, Arbeitsplatz, Bürodesk, Schließfach, allgemein Werkzeugschrank, Name an einer Klingel, Coworking Desk, auch Nutzung eines zugewiesenen Büros beim Kunden, immer wenn dort wesentliche Leistungen erbracht werden. Oder zugewiesener Arbeitsplatz beim deutschen Kunden mit abschließbarem Schrank, Namensschild mit häufiger Anwesenheit. Also, die beiden Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, erstmal Tätigkeit vor Ort in Deutschland oder deutsche Betriebsstätte, das macht für die meisten noch irgendwo Sinn, das ist irgendwo logisch. Kommen wir aber jetzt zu dem sehr interessanten Sachverhalt der Verwertung. Was heißt eigentlich Verwertung? In allen Fällen muss zunächst geprüft werden, ob volle inländische Steuerpflicht schon besteht, wegen Ausübung in oder dem Vorliegen einer Betriebsstätte. Also, wenn ich sowieso in Deutschland vor Ort die Tätigkeit ausübe oder eine Betriebsstätte habe, bin ich sowieso in Deutschland steuerpflichtig als Freiberufler, haben wir gerade gesehen. Erst wenn diese Klippen genommen sind, wird analysiert, ob persönliche Arbeitskraft oder geistiges Eigentum wirtschaftlich in Deutschland verwertet wird. Das kann der Fall sein bei Selbstständigen, die nach Wegzug weiterhin für deutsche Kunden tätig sind, zum Beispiel Coaches, Designer, IT-Berater. Oder Rechte oder Leistungen, die in Deutschland entwickelt oder aufgebaut wurden, nach dem Wegzug kommerziell in Deutschland genutzt werden. Inlandsverwertung kommt nicht schon in Betracht, wenn die im Ausland ausgeübte selbstständige Tätigkeit für einen deutschen Auftraggeber erfolgt. Also sehr wichtig, nicht jede Tätigkeit in Deutschland als Freiberufler aus Dubai oder als Digitalnomade führt auch zur Steuerpflicht dort. Die reine Tätigkeit reicht nicht aus. Es muss eine zusätzliche Handlung vorliegen, mit der die Tätigkeit im Ausland in Deutschland wirtschaftlich verwertet wird. Verwerten ist nur dann gegeben, wenn der Selbstständige selber sein Arbeitsergebnis in Deutschland wirtschaftlich nutzt. Er muss durch zusätzliche Handlungen finanziellen Nutzen aus seiner Arbeit ziehen. Der Selbstständige muss durch einen über seine Arbeitsleistung hinausgehenden Vorgang sein körperliches oder geistiges Arbeitsergebnis Deutschland zuführen. So. Das klingt ja alles sehr abstrakt. Jetzt wenden wir uns mal ganz konkreten Beispielen zu. Architekt arbeitet an einem deutschen Bauprojekt. Also Architekt sitzt in Dubai, ist freiberuflich tätig und arbeitet an einem deutschen Bauprojekt remote. Kleine Entwürfe, Statik, Bauüberwachungskonzept werden in Deutschland an einem konkreten Bauvorhaben unmittelbar angewendet und körperlich realisiert. Inlandsverwertung liegt sehr nahe. So, wieso schreibt er jetzt hier sehr nah? Fragst du dich vielleicht, warum schreibt er nicht ganz klar? Inlandsverwertung liegt ganz klar vor. Nun, im internationalen Steuerrecht ist alles, wie gesagt, ziemlich schwammig. Das heißt, es ist extrem schwierig, natürlich hier definitive Rechtssicherheit zu bekommen. Daher natürlich auch immer meine Aufforderung an dich, besorg dir eine verbindliche Auskunft. Aber im Grunde genommen, wenn es schon sehr nahe liegt, du müsst schon Indiz genug für dich sein, zum Beispiel eben keine Tätigkeit als Freiberufler zu erbringen, sondern gewerbliche Tätigkeiten zu erbringen über eine Gesellschaft. Man kann die Architektenleistung vergleichen mit der Überlassung von Plänen und Mustern und das ist immer Inlandsverwertung. Die geistige Leistung erschreckt sich auf ein deutsches Bauprojekt, sehr wahrscheinlich Inlandsverwertung. Befindet sich das Projekt nicht in Deutschland, dann wird nicht im Inland verwertet. Also ganz klar, ein deutscher Architekt, der in Dubai arbeitet, für ein deutsches Unternehmen, aber für ein Bauprojekt, das sich im Ausland befindet, der wird nicht davon betroffen sein. Wahrscheinlich keine Steuerpflicht in Deutschland. Je stärker die Architektenleistung objektbezogen ist, desto höher ist das Risiko der Inlandsverwertung. Kein Risiko deshalb bei allgemeinen Beratungs- und Konzeptleistungen, zum Beispiel städtebauliche Studien, Designkonzepte ohne konkrete Umsetzung in Deutschland. Jetzt kommen wir zum Thema Gestaltung. Was ist die Lösung? Das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Man hat eben eine Kapitalgesellschaft in einem DBA-Staat und er arbeitet eben nicht mehr als Freiberufler, sondern als Unternehmen. Hier ist auch noch Risiko bei vor dem Wegzug geschaffenen Entwürfen, Konzepten, die nach dem Wegzug für deutsche Kunden genutzt werden. Oder auch langfristige Verträge werden nach Wegzug in Deutschland weiter genutzt. Da gibt es das ganze Thema Entstrickungsthematik. Auch darüber haben wir ja schon etliche Videos gemacht. Nächstes Beispiel, Softwareentwickler. Freiberuflicher Softwareentwickler, der in Dubai arbeitet oder aber als Digitalnomade arbeitet, zum Beispiel über eine amerikanische LLC. Bei einer reinen Dienstleistung, Programmierarbeiten auf Stundenbasis ohne rechte Übertragung,
keine Inlandsverwertung im Normalfall. Wichtiger Punkt. Wenn der Selbstständige eine individuell programmierte Software erstellt und dem deutschen Auftraggeber zur Nutzung überlässt, könnte eine Inlandsverwertung angenommen werden. Besonders dann, wenn Nutzungs- oder Urheberrechte dem Auftraggeber übertragen werden. Nächstes Beispiel, ein freiberuflicher CFO. Es gibt ja alle möglichen Berater, die als freiberufliche CFOs tätig sind auf Teilzeitbasis für viele deutsche Unternehmen, auch in Deutschland. Wie gesagt, wir hatten mal einen solchen Fall, wo dann tatsächlich in Deutschland Verwertung angenommen wurde, weil eben die BWAs, so sagt das Finanzamt, die der CFO erstellt hat, in Deutschland verwertet wurden. Der Wirtschaftsprüfer sagt, dass das Ganze zweifelhaft ist. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Das Finanzamt kann auch eine verbindliche Auskunft geben und die kann möglicherweise falsch sein. Ja, haben wir auch schon öfters erlebt. Da muss man dann entsprechend Einspruch erheben und muss das dann korrigieren lassen. Man will natürlich tunlichst den Rechtsweg vermeiden, weil das ist teuer und aufwendig. Das heißt deswegen natürlich immer der Punkt, von Anfang an zu versuchen, solche Herausforderungen zu vermeiden, indem man zum Beispiel gar nicht den freiberuflichen Weg wählt. Ja. Wie gesagt, hätte derjenige über eine Gesellschaft in Dubai operiert, das heißt, hätte eine Betriebsstätte in Dubai gehabt mit einer Kapitalgesellschaft, wäre das Problem gar nicht entstanden. Aber viele sagen eben, ich will keine Kapitalgesellschaft haben, ist zu viel Aufwand, muss ich ja Steuererklärung machen und so weiter und so fort. Nächstes Beispiel, Unternehmensberater, Steuerberater, Rechtsanwalt, grundsätzlich keine Inlandsverwertung. Unternehmensberater machen keine eigene Verwertung in Deutschland, Steuerberater, nur Beratungsleistung ohne verkörpertes Ergebnis in Deutschland, Rechtsanwalt, nur Rechtsberatung ohne Verwertungshandlung in Deutschland. So, weiteres Beispiel, der Selbstständige ist bei einer GmbH eines Kunden mit Geschäftsleitung in Deutschland Geschäftsführer. Auch das in § 49 des Einkommensteuergesetzes definiert. Wenn du Geschäftsführer bist einer deutschen Gesellschaft, deren Geschäftsleitung sich im Inland befindet, dann sind entsprechende Bezüge in Deutschland zu versteuern. Bist du allerdings der einzige Geschäftsführer und du wohnst in Dubai und die Geschäftsleitung ist nicht in Deutschland, dann wird in Deutschland auch keine Steuer fällig. Das ist ja ein einfacher Weg für viele, gerade nach Dubai umzuziehen und dann ihr Geschäftsführergehalt in Deutschland steuerfrei zu beziehen. Geht aber nur, wenn es eben keine Geschäftsführung in Deutschland gibt. Soweit der Ausflug in den von mir zuvor erwähnten Steuersumpf. Jeder Fall kann anders entschieden werden. Deshalb ist im Einzelfall eine detaillierte Analyse nötig. Notfalls für das Finanzamt abstimmen. Also Stichwort verbindliche Auskunft. Ergänzung. Sie haben eine DBA-Situation angesprochen. Selbst beim Vorliegen einer Inlandsverwertung greift keine deutsche Besteuerung. Keine deutsche Besteuerung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hatte ich ja schon am Anfang besprochen. Wir reden über ein Problem, was nur im Kontext von Dubai bzw. Monaco oder anderen Standorten besteht, die letztlich kein Doppelbesteuerungsabkommen haben oder eben du bist als digitaler Nomade unterwegs. Denn die DBAs fordern generell für eine deutsche Besteuerung eine feste Einrichtung in Deutschland. Diese feste Einrichtung muss natürlich verhindert werden. Also, dass natürlich keine Betriebsstätte in Deutschland haben. Also, soweit die entsprechende Ausarbeitung des Kollegen. Wie du siehst, ist das Thema vielleicht komplexer als erwartet. Daher besonders wichtig, dass du dich fundiert beraten lässt durch deinen Steuerberater, durch deinen Rechtsanwalt. Wenn dein Steuerberater oder Rechtsanwalt sich mit solchen Themen nicht auskennt, haben wir natürlich, wie du gesehen hast, sehr kompetente Steuerberater und Rechtsanwälte, die wir in die Projekte für unsere Mandanten mit einbeziehen können. Ganz klar einfach das Problem wegzuleugnen, das würde ich nicht machen, insbesondere von dem Hintergrund, dass es ja der deutsche Kunde ist, der möglicherweise hier Steuer einbehalten muss für dich. Das heißt, das muss man entsprechend gestalten und planen, natürlich auch in den Verträgen so berücksichtigen, dass es gar nicht erst zu dieser Situation kommt. Also, wenn auch du dich mit dem Gedanken befasst, nach Dubai umzuziehen, wenn du hier möglicherweise von hier benannten Herausforderungen betroffen bist oder wenn es um ein ganz anderes Land geht oder wenn du digital Nomade sein willst und du bist Freiberufler und bist dir nicht sicher, wie du das Ganze rechtssicher strukturieren sollst, und ich gehe davon aus, dass die Rechtssicherheit dir wichtig ist. Wenn sie dir nicht wichtig ist und du sagst sowieso, mir die Sinnflut ist mir völlig egal, dann muss man sich natürlich mit solchen Themen auch nicht befassen. Aber wie gesagt, in dem Fall ist es ja so, dass tatsächlich der deutsche Kunde Steuer einbehalten muss. Und da ist natürlich dann zum Teil noch schwieriger rauszukommen. Aber wie gesagt, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, Wohnsitz in Dubai oder einer sonstigen Gestaltung beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich heiße ich auch sehr gerne willkommen bei einem unserer Events, vielleicht bei unserem Seminar Dubai Refugium, wo es genau um solche Themen geht und wie man mögliche Klippen und gefährliche Aspekte des deutschen Steuerrechts dann auch erfolgreich meistern kann. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen und seit 20 Jahren helfen wir Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum dabei, sich im Ausland steuerlich optimiert aufzustellen, Unternehmen zu gründen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Aufenthaltstitel zu bekommen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.